Wir wandern zum Mount Everest Base Camp und kommen morgen schon dort an, falls auf den letzten 1000 Höhenmetern alles glatt läuft. Die letzten beiden Nächte haben wir uns auf 4400 Metern an die Höhe gewöhnt, aber haben keine Ahnung, was noch alles auf uns zukommt. Heute gibt's viele Erinnerungen ans Leben selbst, hervorgerufen durch rührende Geschichten und harte Kämpfe mit der Höhe, die uns ans absolute Limit bringen. Aber erstmal starten wir wunderschön rein. Ganz schön fresh heute Morgen, aber man hat sich mittlerweile total dran gewöhnt, es ist echt in Ordnung. Die Sonne kommt langsam raus, nur die paar Meter Berg hochlaufen, haben schon auf jeden Fall aufgewärmt. Gute Laune! Wie eigentlich immer beim Wandern. Wandern und Natur tun einfach immer gut. Wandern bereut man nie. So geil. Insgesamt ist es übrigens Tag 6 der Wanderung und das merken wir. Die Anstrengung häuft sich und die Höhe beginnt langsam wirklich an uns zu nagen. Schaffen wir es ins Basecamp oder nicht? Kommentier doch jetzt schon mal, was du denkst. Unter allen richtigen Antworten verlose ich eine saftige Nackenschelle. Jeder Blick auf den Berg, ein absolutes Staunen. Absolut Wahnsinn. Das sind unsere 3 Porter. Inklusive Kapil sind wir 5 Personen. Und wir haben 3 Porter, die sich das teilen. Ohne die keine Chance auf diesen Track. Ich bin so dankbar für die. You doing okay? Thank you so much. Is it heavy for you? No? You're great. Slightly up. Ist trotzdem ganz schön anstrengend. Es fühlt sich heute an, als würden wir den Wolken davonlaufen. Zieht euch das rein. Ich schwör's euch, nach diesem Track bin ich so ein Cardio-Schwein. Körperlich fühlt es sich völlig in Ordnung an. Sprich, muskeltechnisch, sehntechnisch, Gelenke, alles easy. Aber man muss sich echt um seinen Atem kümmern. Ich mache vielleicht auch ein bisschen zu wenig Pausen, aber es tut einfach so gut, im Flow zu bleiben. Und wenn eine Pause, dann ein bisschen größer, richtig Wasser trinken, richtig ausruhen. Dann weiter. Kurz mal setzen. Kurz mal die unfassbare Natur sitzen lassen. Wenn man sich mal hinsetzt, dann realisiert man wieder viel mehr, wie unendlich majestätisch und eindrucksvoll einfach diese Berge sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist das nicht unglaublich? Ich liebe das hier so sehr. Manchmal muss ich wirklich einfach richtig krass anfangen zu lachen, weil es so absolut unbeschreiblich ist und mich ehrlich gesagt mich einfach so freue und so fühle, als würde ich gerade das Leben mal wirklich in vollsten Zügen genießen. Hammer. Hammer. Bock auf Mittag. Ey, wenn ich diese Berge auf dem Kamerascreen sehe. POV, wie ich diesen Track komplett genieße. Und das Mittag ist greifbar. Danach gibt's allerdings eine Wendung, von der ich jetzt noch keine Ahnung habe. Hey, how long have you been here? 45 minutes. 45? Yeah. I just ate my lunch.
You already ate it? You're so incredible. I thought I was walking fast. Das war weder das erste noch das letzte Mal, dass Otsch lange Zeit vor uns ankam. Die Folgen davon seht ihr später noch im Video. Bis der Rest der Gruppe nun auch ankommt, leiste ich erstmal ein bisschen Detektivarbeit. Leute, der klassische Toilettencheck. Chillig. Da sind wir wieder. Beste Grüße nach Hörsau. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung, was da steht, aber echt nicht schlecht. Cheers. Wir haben alle eine Suppe genommen, damit wir die Bäuche nicht zu voll haben für den nächsten steilen Part. Das ist eine Sherpa Stew mit 2 Arten Nudeln, Reis und Kartoffeln. Die ist gut. Alright Leute, es geht weiter. Das Mittag war mega. Wir haben ein bisschen verdaut. Jetzt kommt einer der härtesten Parts für den heutigen Track. Sobald wir den haben, werden wir auch mit einer neuen Aussicht und ganz neuen Bergen belohnt. Geil, let's go. Je näher man kommt, desto derber sieht's aus. Pack mal aber. Pack mal. Den Hügel haben wir erklommen und die Belohnung haben wir direkt hier vor mir. Das ist so krass. Das ist so krass. Unglaublich. Unglaublich. Jedes Mal. Almost on top of the world. Yeah, I think this is where the people died, right? I think so too. Well, not here, but like where they are remembered. Such a beautiful place, but it's like emotional and it kind of hits you, right? Most of people dying on the way down. So those stupa are making for, for their self-salvation. Also jedes einzelne dieser Gebilde soll an die Leute erinnern, die auf dem Everest gestorben sind, die es nicht gepackt haben. Diese Schreine wurden hier zur Erinnerung errichtet, weil die Leichen nie geborgen werden konnten. Viele sind durch Lawinen gestorben, andere wegen der Höhe oder den zahllosen anderen Gefahren hier in den immensen Höhen in den Himalayas. Das ist dieser andere Gänsehautort. Nicht wegen der Landschaft, sondern weil man einfach hier das Leben mal kurz richtig spürt. Trotz der harten Realität hier gab es auch etwas zu feiern. So we're at about 4,900 meters. Everyone broke their height record today, like right now. Except this man, because this man's record is that peak, Labuche Peak. Labuche Peak, 6,198 something like this, almost 6,200 meters. That's the one. Awesome. Und wie versprochen bekamen wir jetzt sogar neue Berge zu sehen, die uns die finalen Kilometer ins Basecamp weisen. Wow. And the other one called Kumbuse, the one is Cholose and that's Nokse. Hätte ich doch in diesen Momenten schon gewusst, was noch alles auf mich zukommt, ich hätte es wahrscheinlich nochmal auf eine andere Art genossen. Ich sage euch eine Sache, die Höhe trifft euch plötzlich und die Höhe trifft euch hart.
Zwischen Hochgefühlen beim Wandern und miesem Schwindel, Kopf- und Magenschmerzen liegt hier nur eine hauchdünne Schicht. Vor dem Track hat mir Kapil erzählt, die Wanderung an sich sei hier einfacher als beim Annapurna Basecamp, die Höhe sei das Problem hier. Ich habe aber ehrlich gesagt beides unterschätzt. Trotz aller Härte einfach geil. Ich habe gestern erst den Spruch gehört, wer sich wirklich lebendig fühlen will, muss für sein Glück auch mal leiden. Def Who. Ich muss übertrieben schiffen, aber abgesehen davon fühle ich mich echt großartig. Derbste Aussicht von der Toilette. Jemals. Findet noch wer, dass der Berg da hinten aussieht wie ein ziemlich bekiffter Bree mit einer Krone auf? Nee? Gut. Wir haben übrigens wieder ordentlich Zeit und auszuruhen. Und Big Shoutouts an Kapils Schwester für den Sneakbeutel. So ein Stück getrocknete Kokosnuss. Das ist es einfach. Bei so einer Wanderung, geile Fette. Morgen sind wir einfach echt im Everest Base Camp. Noch vorgestern hat sich das so krass lange hin angefühlt und jetzt ist es einfach morgen. Ja. Wisst ihr noch, dass Otsch immer ewig vor allen anderen ankommt? Ich glaube, ihm reicht's langsam. So, I have to be fast now. you have to be fast. Yeah, We I'm have to gonna go slow. to the base camp right now. He said it's really good in the sunset, you know? And continue on your own. Yeah. And I wish you all the best. I know you can do it. Take care of yourself though. Yeah. You're insane. I wouldn't consider doing a hike like this without a guide because a guide takes care of so much more than just leading you along a path. Yeah. Like our guide is taking care of all of our lodging, all the food, he checks our health, our flights, our helicopter in, all of it. Things that we don't even know to think about, Yeah. he's taken care of. And we've done unguided hikes before, but Oh, this yeah. isn't one that I would do unguided. We recommend Kapil from Outfitters Nepal. Big shout out. Big shout out. Yeah. Thank you, Kapil. Is he crazy? Bye. Bye. So viel zu Otsch. Ich find's hardcore. Otsch, nur das Beste. Hoffentlich sehen wir uns nochmal. Bratkartoffeln mit Gemüse und Ei. All day. Ich lieg seit über einer Stunde im Bett. Bin richtig erschöpft. Hab ein bisschen Druck auf dem Kopf. Und was mich echt nervt, ist, dass unser Zimmer diesmal direkt über dem Speisesaal ist. Sprich, da unten läuft Musik, da sind Leute am Geräusche machen. Gerade hittet's ein bisschen rein. Aber wir sind halt auch auf 4900 Metern. Dafür bin ich dankbar, dass es mir so gut geht und dass es bis hierher alles so übertrieben geil geklappt hat. Gerade mal kurz Sauerstoff gemessen, nur zur Sicherheit. Easy, auf 86. Alles in Ordnung. Faktisch gesehen. Aber ich bin euch ehrlich, wenn ich heute richtig scheiße schlafe, wenn ich morgen früh so fühle wie jetzt, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da nicht ins Basecamp gehe. Das ist mir ein zu hohes Risiko. Wir sind hier so hardcore abgeschottet. Worst case muss halt echt ein Helikopter kommen und da habe ich auch nicht so Bock drauf. Deswegen, ja. We will see. Selbst zu viert war es wirklich eiskalt in unserem kleinen Zimmer. Kapil hat die Nacht auf minus 15 Grad geschätzt und genau so hat es sich auch angefühlt. Von innen gefroren. Mega. Das war eine der derbsten Nächte meines Lebens. Übertrieben Halsschmerzen die ganze Nacht schon gehabt. Hier bin ich beim Ranten im viel zu lauten Frühstücksraum, dass ich alle 15 Minuten aufgewacht bin, dass ich bei jedem Aufwachen gedacht habe, ich würde lieber umkehren, als ins Basecamp zu laufen. Und ach, hört kurz selber rein.
Ich glaube, körperlich hätte ich die Energie, aber es ist halt echt ein großes Risiko, ne? Wir haben hier jeden Tag die ganze Zeit Rettungshelikopter gesehen, auf 400 Höhenmeter, so gute 6 Stunden, nur um das Basecamp-Schild zu haben. Das ist quasi mehr so ein Ego-Ding. Aber ja, ich würde es natürlich trotzdem gerne schaffen, bin ich ehrlich. Humor. Das Frühstück und der Tee haben schon mal richtig gut getan. Es stand wirklich, würde ich sagen, bei mehreren Leuten auf 50-50, ob wir gehen oder nicht. Aber wir machen es jetzt. Wir gehen jetzt zum Basecamp. Es wird wahrscheinlich gute 5 bis 6 Stunden dauern. Boah. Wir gehen zum Basecamp. Der Boden ist auch komplett gefroren. Steinhart. Ich glaube, das wird ein derber letzter Tag. Dickes Shoutout an Outfit an Nepal, dass die uns eine Downjacke und einen Schlafsack bereitgestellt haben. Absolut keine Chance ohne. Herzschlag über 1000, Temperatur und andere. Es ist so eine hin und her. Ne? Aktuell bin ich ehrlich, erstmal bis dahin schauen, wo wir dann Mittag essen. Sauerstoff messen, gucken, wie ich mich fühle. Mein Hals ist echt nicht geil. Ich weiß, ich kann es schaffen zum Basecamp. Die Frage ist halt, zu welchem Preis. Steinige Eiswüste. Eisige Steinwüste. Sonne, komm ran! Das ist unsere erste Steigung des Tages. Gar nicht mal so Bock. Es ist kalt und die Konzentration ist, glaube ich, mit das Härteste. I think people underestimate this hike. And Yes. it's key not to underestimate it. Yes. It is challenging. Train for it and do what your guide tells you. Yeah. Everything I heard about this hike is that the actual hike isn't hard, but the altitude is. But the actual hike is hard. There's been a lot of really steep hills. And we've done a lot of treks. And I will say this one is hard. Die Sonne. Ja. Richtig. Ich habe ein bisschen Druck auf meiner Stirn. Fühlt sich nicht so geil an. Wir gucken, wie es sich entwickelt, wenn wir oben sind. Noch eine kurze Pause machen. Ich weiß nicht, ob ich es packe bis ins Basecamp. Packen würde ich es wahrscheinlich. Kann sich immer irgendwie pushen. Aber es ist halt genau das gleiche wie mit dem Besteigen, ne? Die meisten Leute sterben auf dem Weg nach unten. Auch wenn ich mich bis hoch pushen kann, ist die Chance halt hoch, dann einen Helikopter runter zu brauchen. Oder es eben nicht mehr allein zu schaffen. Got a little bit of pressure on the forehead. Feeling a little bit unfocused. I'm not totally fine. What do you think? The place of corruption is nearby. It's about 1 hour away from here, but we have to go all the way down and then out there's some steep part. We'll see. We'll go. If it's really going bad, then I'll call you. Yeah. Ich fühle mich nicht gut, Leute. Mann, ey, ist so kurz zum Ziel. You know, you're doing so good. Look at the situation. That's the best camp over there. That's snow. Snow? Yeah, it's not bad. That's the best camp. So we're not going higher?
VLT-51. So Wow. Now it seems very possible again. Ich bin so froh, was mein Körper bisher schon geschafft hat. Wir sehen das Basecamp. Vielleicht kann ich es doch schaffen. Aber es ist wirklich hardcore. Hier unten ist alles Gletscher. Im Winter komplett vereist, noch jetzt fast komplett vereist. Da hinten bei dem Schnee ist das Basecamp. Wir sind so nah, Das hat mir echt nochmal Push gegeben. Ich bin euch ehrlich, was ich gerade mache, ist irgendwas auf jeden Fall mal in Richtung dumm. Deswegen wirklich langsam, sicher, Step by Step. Aber sollte es mir wieder schlechter gehen, ich drehe um. Doing way better now. yeah. And then we go before the crowd. We go to base camp directly. And come back and we can have lunch at that place. He's so close. All right, guys, come on, we got this. Let's go. Here we go. We're doing it. Great, doing great. There's so many people waiting to make a queue. Oh, helicopter! No way! Oh, shoot! It's so crazy. Appeal meint, die Porter droppen jetzt unsere Taschen und würden dann den Rucksack tragen. Also werde ich es wahrscheinlich doch nochmal probieren. Ich bin super erschöpft einfach nur, für mich ziemlich unkonzentriert. Ich glaube, ohne Kapil hätte ich jetzt gesagt, ich bleib hier. Aber wenn der Guide meint, ich soll es probieren, why not? Ich habe nur gar keinen Bock, von dem Helikopter abgeholt zu werden. It's alright. 83. Yeah, I don't know. Just not feeling too great, but that's nice to know again. I'm sure mine will be the lowest. 69 is fine as well. Not bad. Heartbeat, huge heartbeat. Oh ja, der Heartbeat high. Okay Leute, wir versuchen's. Die Porter tragen jetzt unsere Rucksäcke. Absolute Maschinen, ich bin so dankbar. Ich werde mich auf jeden Fall finanziell revanchieren bei denen. Ja, 3 Stunden bis ins Basecamp. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Let's go. Oh, that's incredible. What? How are you? What? Nice, you made it. Oh, good job. Went up there in the morning. Incredible, incredible. How hard was that? It was hard. It was hard? For you it was hard, so that's incredible for us. Right, so we meet each other right now, okay? Okay. Good luck, guys. That's incredible. Yeah, good job, Owen. If you say it's hard, that means something. So it's really hard. That is so funny. Freunde, ohne Rucksack. Ganz, ganz anderes Leben. Huge Shoutout an die Porter. Und jetzt bin ich das erste Mal zuversichtlich, dass wir es wirklich schaffen. Also, ich war eigentlich bis gestern jeden Tag super zuversichtlich. Aber seit den Kopfschmerzen gestern das erste Mal wirklich zuversichtlich. Geil.
Ich will eigentlich nicht mehr weiter. Ich will eigentlich echt nicht mehr weiter. Aber wir sind so nah. Behind the gravel, I have to go all the way up. And then 20 minutes flat and then down and then grind in some gravel and then there is base camp. Okay. How are you feeling? Doing okay. Okay? Yeah. Nice. Why not take deep breath? I feel better moving. Yeah. We can Photoshop you in. Let's take a picture now. We'll take a picture now. That'd be awesome. Yeah. You already above than the base camp height right now. We are above than the base camp height. But the only things there is no sign. That's the difference. You made it. I'm really Yes, glad. I'm really proud of myself. It's such a high Yeah, elevation. that's awesome, Ollie. Yeah, so really sad, but I have to go back now. Yeah, man. Sorry, Ollie. It's so sad. But Wade, be wise. No worries, okay? Just don't think about that. You just go slowly with the guy. Definitely. Yeah, with him. If you're gonna way down, it's gonna be very hard. It's just not worth it right now. Das war's jetzt? Das alles war umsonst? 100 Kilometer, tausende Höhenmeter, all die Strapazen und mentalen Kämpfe, um mein Ziel jetzt noch zu verfehlen? Um eine Stunde vorm Basecamp umzudrehen, um zurückzuwandeln wie ein Zombie und auf dem Weg bergab auch noch zu kotzen? So dumm, Alter. Man ist höher als sonst und der ganze Körper sagt, ne, das mache ich nicht mit. Der Natur ist es scheißegal, ob es mir gut geht oder miserabel. Die Natur ist einfach wunderschön. Genießen kann ich es trotzdem gerade nicht. Mir geht es schon definitiv besser als gestern, aber auf jeden Fall nicht gut. Ich habe immer noch Schwindel, mein Hals ist mies am Kratzen, weil ich jetzt auch einfach schon tagelang nur eiskalte Luft einatmen kann. Aber ich glaube echt, mein Hauptproblem gestern war mein Magen. Richtig, richtig eklig. Ich habe mich so hundselend gefühlt die ganze Zeit. Ich habe das schon gehört, dass man irgendwann ab einer gewissen Höhe nichts mehr essen kann, obwohl man teilweise Hunger hat. So ging es mir auch. Aber wie scheiße sich das anfühlt, boah, das merke ich jetzt erst. Auf dem Trott bergab hat mich einer unserer Porter zur Sicherheit begleitet. Ab dem Moment des Umdrehens habe ich irgendwie loslassen können und alle Anstrengung hat mich dann auf einmal eiskalt erwischt. Das war richtig crazy. Ich war so unkonzentriert, hatte die ganze Zeit Magenschmerzen und Schwindel und ich habe mich einfach nur furchtbar gefühlt. Von 5400 Metern sind wir auf jeden Fall gestern bis auf 4600 runter. Also gute 800 Höhenmeter. Das hat schon mal sehr, sehr gut getan. Die beste Medizin gegen Höhenkrankheit ist nun mal wieder in die Trigger zu kommen. Ein paar Höhenmeter nach unten zu machen. Und als wir in Langbudja ankamen, wo wir die Nacht davor geschlafen haben, auf 4900 Metern, habe ich ja auch erstmal schön einen weggekotzt. Hat natürlich den Energie- und den Wasserhaushalt auch nicht so viel Freude bereitet. Und ich konnte den ganzen Tag nichts essen. Es hat mir so leid getan. As you ate, like, the noodles never disappeared. Yeah. Like, the bowl never went down, and we were like, Ollie's not okay. He's not eating. This was Ollie. You look like you were gonna cry any moment. There's no smile. No You're just smile. Big respect for all of you two, making it all the way and never looking like me. I'm sure we did. We all had our moments. Yeah. Insgesamt habe ich mich 1,5 Tage auf dem Track wirklich kacke gefühlt und war nach der Rückkehr in Kathmandu auch erstmal eine gute Woche Knockout. Aber ganz ehrlich, in diesen Momenten habe ich eine so große Dankbarkeit gespürt, wie unfassbar toll die letzten Tage waren und wie schön die Erlebnisse waren, wie sehr mich diese Wanderung persönlich bereichert hat. Und dann habe ich mich erinnert. Kleiner Callback, wer sich wirklich lebendig fühlen will, muss für sein Glück auch mal leiden. Haben wir abgehakt. Oh Mann. Diese Reise war so viel mehr als nur ihr Ziel. Was hätte ich mir davon kaufen können, jetzt noch diesen Stein zu sehen? Meinem Ego gefällt diese Aussage wirklich nicht, aber mir ist das egal. Das war eine Entscheidung aus Liebe zu mir selbst und ich bin stolz darauf. Rückblickend hätte ich sogar eher noch einen Stopp früher umgedreht, als ins Basecamp zu pushen. Alles in allem ist diese Reise für mich ein absoluter Win. Aber eine Sache ist trotzdem ganz sicher,
Ich komme wieder, ich werde fitter und mehr vorbereitet sein und ich will höher. Kapil, I need to ask you one more question for the video. Please go ahead. Did you think we would need to get a helicopter out of the base camp? I don't think so. You didn't think so? You guys prove me now. You guys So prove- you did think so, but we proved you wrong. Yeah. Oh, I know.